Okay, also beim letzten Mal haben wir uns die Schallplatte Family angehört. photos and files. Hier ist nichts Spannendes. Haben wir was zum Kombinieren? Die Befragung mit Megan fortsetzen. Ah, stimmt, die war ja weg. Okay. Die war ja zwischendurch weg, da war ja was. Dann gucken wir mal. Hier. It Immer noch das looks Bild in like der this Hand? woman is single, but she has feelings for someone. Betty und Donald. Ich wusste, dass ihr auf Donald steht. Hm. Kein Ring am Finger, ja. Aber das She is looking ist kein so Motiv, glaube intensely ich. at this Also ein photo. Motiv, ja, aber ich But glaube is nicht, it dass es das really war. a sister that she's studying in this manner? Okay. They made the perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and Well, he's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Ist dem so? Hm. You have not mentioned Donald's jealousy. There's nothing to say. Okay. Ich dachte, wir können sie so ein bisschen aus der Reserve locken. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Okay. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Wie auch immer wir das Don jetzt is a geschafft quiet haben. and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. Also doch. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend. But Oh. she went out for dinner with a married man. Oha. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well, Ja. he'd commit murder. Oh, krass, als ob. do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Ja, aber manchmal Very wandelt good, sich Liebe halt in Mademoiselle sowas um, ne? Thank you for your help. Fälschlicherweise oder bedauerlicherweise. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. Aber schon And don't be krass. too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Dass beide Opfer so einen Partner Let us now haben, try and get our brain cells to work. der gewalttätig ist. Das ist schon ein bisschen seltsam, oder? Was hatte Betty an ihrem Abend vor? Hier war ein Ticket. Hat Donald in Bezug auf ihr Programm des Vorabends angelogen. Ging häufig aus. Und ging mit anderen Männern aus. Okay, ist es nicht. Eine Verabredung mit jemandem. So. Betty hat Donald angelogen, weil sie eine Verabredung mit einem anderen Mann hatte.
Kannte Betty ihren Angreifer? Nein, das war ja wieder von hinten. Der Mann hat Betty verführt, bevor er sie zum Strand geführt hat, wo er sie dann erdrosselt hat. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Was versteckt sich hinter Megan Bernards Verhalten? Eifersucht. Mochte Donald Fraser sehr. Ich glaube nicht, dass es was mit der Erbin zu tun hat. Hat sich das Foto angesehen. Megan hat eine Schwäche für Donald, genau das. Das glaube ich. Hatte Megan Bernard ein Motiv, um ihre Schwester zu ermorden? Ja gut, theoretisch mit dem Erbe, aber... Ups. Aber das glaube ich ja nicht. Okay, dann dürfen wir aber immer noch was anderes. Nette Frau. Verehrt ihre Schwester? Nein. Hübsche Frau? Ich meine, das sind alles theoretische Motive. Okay. Eifersüchtig auf Betty. Wären alles Möglichkeiten gewesen, im Endeffekt. Aber war sie jetzt eifersüchtig, dass sie mit Donald ausging oder dass sie mit anderen Männern ausging? Das kommt jetzt irgendwie nicht so raus. Weil eigentlich war sie doch nur wegen Donald eifersüchtig. Die anderen Männer könnten ihr doch eigentlich egal sein. Oder sie fand es halt nicht so toll, dass ihre Schwester so verehrt wurde. Aber das hat dann ja wieder mit der Schönheit zu tun, oder? What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he is a reserved character, but with a nasty temper. We will see if this is the case. Okay. Gut, der ist in dem Lokal. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir da hier vorbeikommen. Darf ich eigentlich auch mit Tasten lenken? Nee, darf ich nicht. Ja, das ist kacke. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. This is definitely where the photo I found in the hut was taken. Ja. Hier dürfen wir klicken. Das ist ein bisschen tricky leider. So, dann rein hier. Zur Ginger Cat again. Bin ich ja mal gespannt, wie der so wirkt, der Kerl. Ja, aber ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich glaube, wir kommen hier nicht so großartig weiter mit diesen Ermittlungen. How do you do, Mr. Fraser? You Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Yes. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few questions. Aber erst gucken wir uns noch an, oder? Ja, sehr gut. This man looks suspicious. Er guckt sehr nach unten, kann ich das sagen? Oh, Augenringe, okay. Jetzt Hand ist ein bisschen zittrig und hier der Alkohol. Okay. Die ist zur Faust geballt. Irgendwas ist hier auf jeden Fall. Gut, schicke Kleidung, ja. Zerknittert. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Alkohol. Den brauchen wir gerade ein bisschen zu lange. Okay, wir müssen den richtigen Winkel finden hier beim Whisky. Den richtigen Fraser Punkt. is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Gut. Leave me alone. Gib es nicht. Du wirst jetzt befragt. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't dead. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Okay. Betty gestern Nachmittag gesehen hat, sein, dass Betty nur das tat, was ihr passte. Fragen, was geschehen wäre, wenn sie auf ihn gehört hätte. Ja. If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a Oh, confession? so wollte ich das doch gar nicht With fragen. that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, sir. It's no time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer.
Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. Wisst ihr, also kennt ihr das, wenn da so eine Antwort steht, eine Möglichkeit, dann wird was ganz anderes gesagt? Ich dachte, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Als einfach nachfragt, was hast du ihr denn gesagt? Soll sie nicht mit anderen Männern ausgehen? Das bringt sie in Gefahr oder was? Und dann aber direkt so ihn beschuldigen. Das kam so gar nicht bei der Dialogoption durch, dass es in die Richtung geht. Ich hasse das, wenn das so abschweift. Na gut, Yet, Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser. I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? I spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No, I often take work home with me. Therefore, you have no alibi, Mr. Fraser. That's right. But that doesn't make me a murderer, Mr. Poirot. I would like you to leave now, please. Na gut. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes, is all yours, Chief Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Okay. Was haben wir noch? Hatte Donald ein Motiv für den Mord an Betty? Ja, dass er betrogen wurde, auf jeden Fall. Motiv, aber das hat ja nichts mit dem Alibi zu tun. Betty ging häufig aus. Und das spricht ja eher wieder dagegen. Und er hat kein Alibi. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Ging gerne aus. Ja, waren sie verliebt? Ja, okay, dann die beiden. Eifersucht, okay. Genau. Hat Donald ein Alibi? Nope. Donald hätte am Strand sein und Betty ermorden können. Was spricht dagegen? Er hat ein Motiv. Das hier spricht nämlich dagegen. Naja. Für alle Morde, nee. So, hier. Donald hat vielleicht Betty ermordet, aber er hat kein Motiv für den Mord an Mrs. Escher, genau. Also es ist nicht derselbe Killer, weil wir hier nicht den ABC-Killer vorliegen haben. Was, an den Tatort zurückkehren? Okay. Wie gesagt, das ist eigentlich alles Zeitverschwendung. Mit uns wird nur gespielt. Wir müssen jetzt theoretisch, wir kommen wieder nicht weiter. Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Japp to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Stimmt. Let us try and imagine the scene. Okay. Ich hoffe, wir haben gut genug aufgepasst, weil so ganz kann man sich's nicht herbei. Also manches muss man so ein bisschen erahnen, zum Beispiel, wie sie die Person The getroffen killer hat. Okay. and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Ja, die waren ja in der 6 drin. Both of them walk slowly to hut number 6. Was ist denn ändern, Betty? Umziehen, oder? Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. Ja, so nebeneinander noch nicht. Fortschreiten, They würde ich keep sagen. walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened.
Yes. Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Stimmt eigentlich, Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. Ja, und warten auf Nummer C. Also noch eine weitere Person, die stirbt, oder wie? Das ist doch halt blöd. Wir können nichts dagegen tun. Der hinterlässt einfach keine Spuren. Wir müssen jetzt gucken, wo C ist, welche Personen mit C anfangen, aber ich weiß nicht. Das ist sehr unbefriedigend gerade. Right, back to London. There is nothing more for us to do here. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something Aber of jetzt können interest. Trittbrettfahrer auftreten. Poirot, I have a bad feeling. Ja, das wird wieder ein weiterer Brief sein, oder? Aber hört er nach C auf oder macht er das ganze Alphabet durch? Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. Ja, heute ist der 30. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Ob das noch passt, weiß ich ja nicht. Erstmal im Spiegel angucken. Ich glaube, es gibt keine neuen Punkte, oder? Ah, doch. In his haste, Hastings tore the envelope. Stück des Umschlags. Können wir da irgendwas angucken? Die Adresse auf dem Umschlag ist falsch. Der Mörder hat White Horse Mansions geschrieben. Ist das ein Fehler? Hastings hat den Umschlag zerrissen, in dem der Brief des Mörders steckte. Er hätte ihn wenigstens nicht auf den Boden werfen müssen. Not known at White Horse Mansion, White Horse Court. Try Whitehaven Mansion. Was? Poor Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters as you thought Ja, yourself, das are you? kennen wir doch schon. Können wir es nicht skippen? Könnt es doch skippen. Der dritte ABC-Brief kündigt am 30. August ein Verbrechen in Churston an. Leider ist der Brief zu spät bei uns angekommen. Okay. Was haben wir hier? Neuen Brief mit den anderen vergleichen und Scotland Yard anrufen. Wahrscheinlich dann am Schreibtisch. Aber hier haben wir bestimmt noch eine neue Zeitung. Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Hercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Ob es wieder Mitternacht ist? Nee, beim letzten Mal war es ja auch nicht Mitternacht beim ersten. It is not a good time. Doch, wir wollten noch die Briefe angucken.
Das nicht die anderen? It is not a good time. Okay. Anrufen? Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Okay, darf ich It jetzt? is not a good time. Wo sind denn die anderen Briefe? Ja, das sagt mir irgendwie alles noch nicht viel. Sind denn die anderen Briefe? Liegen die da hinten? Nee. Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Fürchterlich. Einfach einen Tiger gejagt. Bexillancy, Sussex. Population 24,703. Okay. Hier liegt noch eine Zeitung, sehr auffällig, aber ist egal. Na gut. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Na gut. You're right, Hastings. It is an emergency. At last, Poirot, you're being reasonable. Das ist, haben wir keinen Ego-Punkt bekommen. Wahrscheinlich müssen wir uns dann wirklich fair verhalten. Poirot, you were right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. Oder es ist, wie gesagt, ein We should also compare Trittbrettfahrer. the letter we Yeah. have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Aber der Buchstabe sah auch anders aus. So, jetzt habe ich, glaube ich, zum Schreibtisch, oder? So, jetzt noch die Briefe vergleichen. Right, let us compare this new letter with the second one. Let us examine this more closely. Certain characters in the two letters may have similar defects. The Nein. W is not printed properly. Ich würde eigentlich... Na, egal. Sehe ich das hier auch? Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. I Das have I to auch. find some other similar defects to confirm my theory. Yes, this I is weird. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some Ja, other ja. similar defects to confirm my theory. Das A. Yes, the A appears to be quite unusual. That's right. The A characters Okay. in the two letters do doch kein indeed have the Nachahmer. same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Na gut. Let us now try and get our brain cells to work. Warum kommt die Benachrichtigung des Mörders so spät? Das ist eine gute Frage. Ah, stimmt, der hat sich bei der Adresse vertan. Das meint er.
The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Oh, Poirot, the telephone. It must be Jap. ja, das wollen wir uns natürlich noch anschauen. Erzählt uns jetzt schon, dass der Mord geschehen I ist. have some news from Churchton. Ah, Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his ein Mann evening diesmal. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. walk. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train.